Barcelona, Kultmetropole am spanischen Mittelmeer. Ganz Europa ist neidisch auf diese Stadt und auf die Menschen, die hier leben. So wie Andi. Er zeigt uns sein Barcelona. Natürlich auch die Klischees. Sangria, den trinken die Deutschen so gerne. Ja, aber eher auf Mallorca, oder? Auf Mallorca, aber auch in Deutschland. In Berlin gibt's den doch im Lidl. Wir treffen Ramon de los Heros, einer der Künstler Barcelonas. Ramon erzählt uns, warum er nur hier arbeiten will und kann. Mit diesem Ausblick, mit dem Meer, das hilft mir sehr. Ich bin ein glücklicher Mann. Der Musiker Dani Chanego lebt die Tradition und Faszination der Rumba Catalana. Wir suchen hier den Spirit von Barcelona. Wie ist der? Es ist eine ziemlich freie Stadt, frei wegen ihrer Menschen. Max lebt seit 5 Jahren hier. Im Spagat zwischen Clubleben und Doktorarbeit. Seine Bilanz? Mami, ich bin hier zum Mann geworden. Viel zu erleben in nur 24 Stunden at Barcelona. Quema. Hey Katja, hallo. Mucho Willkommen gusto. in Barcelona. Danke. Wie geht's dir? Sehr gut, sehr gut. Bist gut drauf? Ja. Und ey, Du bist der Barcelona-Experte für uns. okay. Okay, akzeptiert, okay. Aber warum sprichst du Deutsch? Wo hast du das gelernt? Ich habe in Berlin 3 Jahre gewohnt. In Berlin. Okay. Ja. Aber lange Zeit vor. Oh, ¿cómo dices tú eso en alemán? Es ist schon lange her. Schon lange her. Okay. Ja. Ja, ich habe vergessen. No? Oder mein Es Deutsch. ist okay, wenn wir manchmal Spanisch reden heute. Ja, okay. Perfekto. Also dann lass uns Spanisch sprechen. Ja, wir sind in Spanien. Wir sprechen hier auch Katalan. Also was machst du hier? Du arbeitest doch als DJ, oder? Ja, ich bin DJ. Ich produziere Musik mit verschiedenen Leuten. Und außerdem arbeite ich noch als Grafikdesigner. Und wo gehen wir jetzt hin? Wir sind hier auf dem Plaza Catalunya. Das ist das absolute Zentrum von Barcelona. Der Treffpunkt, wo alle Leute rumhängen. Und hier fängt die Straße Las Ramblas an. Las Ramblas ist die bekannteste Straße von Barcelona. Muss man da schick sein? Du musst ser schick? Nein, wir müssen Touristen sein. Mit Kamera, Fotos machen und so. Okay. Das Ramblas ist eine ziemlich berühmte Straße, nicht nur in Barcelona. Und hier kannst du Touristen beobachten, Straßenkünstler, Märkte, Leute, die ein bisschen verrückt sind. Das ist hier so ein bisschen wie ein öffentliches Theater. Also gehen wir jetzt zum Meer? Lass uns erstmal ein bisschen was essen gehen, immer mit der Ruhe. Und kommst du oft hierher? Ich versuche das zu vermeiden. Es ist verdammt anstrengend, hier lang zu laufen. So viele Leute und die laufen hier echt manchmal ganz schön verpeilt herum. Das Ramblas stresst mich ziemlich. Ich glaube, das merkst du auch, oder? Alle kommen hierher, um Sachen zu konsumieren. Dann konsumieren wir doch was.
¿Compramos dos? No lo sé. ¿Compramos? Venga, va. Va. Mira, danos... Gib uns mal 5 Stück davon. 10, ¿no? Wie viel kostet das? 10 euros, Ja, ¿no? 10 Euro, glaube ich. Das ist ziemlich teuer. Es un poquito caro. Nein, sehr billig. Muy barato. Está muy bien de Das precio. ist echt ein guter Preis. Que tenga buen día. Uy, Wie funktioniert das? pues no tengo Oh, ni idea. keine Ahnung. Lass mal ausprobieren. Me siento Oh Mann, ich fühle mich echt bescheuert. Komm, ich zeig dir lieber ein anderes Barcelona. Nein, das macht mir Spaß. Las Ramblas. Las Ramblas ist super touristisch, das hast du mitbekommen, oder? Sehr touristisch. Muy turístico. Dieses Barcelona gefällt mir nicht. Ich werde dir das authentische Barcelona zeigen. Zum Beispiel kannst du meinen Freund Ramon besuchen. Er macht riesige Theaterinstallationen. Und das ist sehr Barcelona. Y es algo que es bastante Barcelona. Ramon de los Heros hat sein Atelier in Badalona, einer Vorstadt 10 Kilometer vom Zentrum entfernt. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Katia, hola. Pasa. A ver cómo están. ¿Me vas a ayudar, Du hilfst mir doch, oder? Aber ich weiß nicht wie. Nein, ich meine ihn. Sí, y no se caerá. ¿Más? Bueno. Der hier ist ziemlich klein. Klein? Sí, los grandes Ja, die großen habe ich verstaut. este es pequeñito. Warum gibt es in Spanien diese Tradition, dass alles immer so riesig sein muss? Tienen cosas tan grandes. Porque somos pequeños. Weil wir so klein sind. A ver. No sé qué le pasa, Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. pero no está Irgendwie geht's ihm heute nicht gut. bien. Hallo, ich bin Katja und du? Esto es para niños. Der hier ist für Kinder. Das sind insgesamt 8 Affen, die einen Tanz machen. Eine Choreografie für die Kinder. Esto es básicamente para niños. Por la calle, Auf der Straße springen wir damit auf die Autos. luego hay espectáculos Ich habe auch andere für die Erwachsenen. Die sind ein bisschen härter, unfreundlicher. Die sind stärker. más fuertes. Uf, dan miedo. Die machen einem Angst. Son grandes porque como es, Eigentlich sind die so groß, weil wir sie für die Straßenparaden benutzen, damit man sie sehen kann. si no, no se ven. Und macht dir deine Arbeit Spaß? Ja, sehr. Mucho. Warum? Porque Weil ich mir immer neue Sachen ausdenken kann. Neue Materialien. Damit arbeite ich viel. Zeichnungen, Bilder. dibujas, pintas, haces escultura. Und außerdem kannst du dabei immer ein Kind sein, oder? Bueno, Ja, grundsätzlich schon. Ich kann halt viel rumspielen. puedes jugar, ir jugando. Was war die verrückteste Sache, die du jemals gemacht hast? ¿Tú hiciste? Un Frankenstein. Einen Frankenstein, 4,5 Meter groß. Mit dem war ich in Deutschland. Der Frankenstein war in Hannover, in Görlitz, Gorlitz, Und warum? in Berlin, für Theaterfestivals. Warte mal kurz. nos llevaban a festivales. Espérate, que está un poco. Und was haben die Deutschen dazu gesagt? Le gustaba Das kam mucho, gut tenemos an. mucho Ich hatte éxito viel en Erfolg in Alemania. Deutschland, sehr viel. Mach das hier mal fest. Pones, mira, Wie denn? este aquí dentro. Está en Alemania. Ich war in Deutschland, in England, in Frankreich, in Bologna. Deutschland hat mir echt sehr gut gefallen. Muchísimo, me gusta mucho. Ja, und warum? Porque Ja, die Leute in Deutschland sind sehr, muy agradecida. sehr, Aggressiv? Agradecida. nein, Also dankbar. sehr nett. Muy amable. Sehr nett, immer. Sie haben uns immer sehr gut behandelt. Muy bien.
Nach der Aufführung haben sie uns immer Geschenke gebracht. Okay. ¿Sí? Wirklich? Zu mir sind die nicht so. Ja, weil du eine Deutsche bist. Ja, und du hast immer diese Sachen dabei. So bist du natürlich sehr sympathisch. Zeigst du mir noch ein bisschen mehr? Ja, ich zeig dir noch ein bisschen mehr. Die da sind etwas größer. Hier, das ist mein Arbeitsplatz. Hier plane ich und mache Sachen mit größerem Umfang. Hier kann ich die bauen. Und dann hebe ich sie unten auf. Und warum hast du da ein Bild von den Olympischen Spielen hängen? Juegos Olímpicos? Für die Stadt, für Barcelona waren die Spiele extrem wichtig, Warum? weil das ein Weltereignis war. Vorher war Barcelona nicht so bekannt. Nach den Spielen kamen viele Leute, um hier Urlaub zu machen. Die Küste und der Strand wurden zugänglich gemacht. Vorher waren die zugebaut. Und was bedeutet das für das Leben eines Künstlers? Also was passiert, wenn sich etwas so stark verändert? ¿Qué pasa en ese cambio? Klar, die Stadt bekommt dann einen Namen. Es kommen Leute, man hat mehr Publikum aus anderen Ländern. Danach sind wir durch ganz Europa gereist. Mit einer Gruppe sogar in die USA und nach Kolumbien. Hemos ido saliendo afuera, toda Europa, incluso con una compañía que estaba, habíamos ido a Estados Unidos o a Colombia. Aber du kommst immer wieder hierher zurück. Ja, ich bin hier. Ich gehe, ich komme, aber ich gehöre hierher. Die Stadt ist nicht so groß, nicht so riesig wie andere europäische Städte. Sie ist auch nicht klein. Die richtige Größe, um gut rumzukommen. De Europa, tampoco es pequeña, creo que tiene la medida justa para circular. Und manchmal lehnst du dich hier so rüber und denkst nach? Ja, ich ruhe mich aus und denke nach. Stell mir die anderen Leute vor, die sich hier so rumtreiben. Und was denkst du dann, wenn du hier bist? Ich denke dann, wie schön es ist, am Leben zu sein. Aber es sieht nicht immer so aus. Ja, aber du hast dann immer noch deinen Strand hier. Ja, ich habe den Strand. Und hier in Barcelona gibt es eine Menge Sonne. Dein Haus hier ist so groß und du hast so viel Platz. Für einen Künstler sind das doch ziemlich gute Bedingungen, oder? Na, so hast du die Möglichkeit, Kunst zu machen aus allem, was du auf der Straße findest. Das muss doch wie ein Traum sein, hier zu arbeiten. Ich arbeite jetzt seit 7 Jahren hier. Und die Wahrheit ist, mir geht's sehr gut. Hier zu arbeiten, mit diesem Fenster, das Meer anzuschauen, das bringt mir sehr viel. So gesehen bin ich ein glücklicher Mann. Warum ist Barcelona eine gute Stadt für Künstler? Ja, es ist wirklich eine sehr kreative Stadt. Viele Künstler, viel Bewegung. Aber jetzt sind wir an einem kritischen Punkt. Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich warte ab. Angst vor der Zukunft hatte ich noch nie. Die habe ich nur für meinen Sohn. Wir leiden ja jetzt auch nicht wirklich. So schlimm ist es auch wieder nicht. Aber das Leben verläuft auch nicht immer geradlinig. Das haben wir bisher gedacht. Aber es hat seine Höhen und Tiefen. Für Heidi Niedermeyer ist das Leben in Barcelona ein einziger Höhenflug. Sie besitzt einen Segelclub und das macht sie stolz. Vor 10 Jahren hatte ich den Wunsch, von Südtirol wegzukommen und wieder internationalen Flair
das Gefühl von Freiheit und ja, vor allem meine Passion zum Beruf zu machen. Und ja, ich hatte die Vision, Segeln einfach für mich persönlich war ein Traum. Und heute stehe ich da mit der Flotte von sieben Booten. Ein Leben ohne Segeln ist für Heidi Niedermeyer undenkbar. Dass kein Spanier auf ihre Geschäftsidee kam, versteht sie nicht. Ich war vor 10 Jahren hier, da hat es keinen Segelclub gegeben. Und Segelclubs gibt es also ich kenne das Konzept von Amerika, da gibt es in jeder Stadt 5. Und für so eine internationale Stadt vor 10 Jahren hat es also keine Möglichkeit zum Segeln. Da sind halt auch sehr viele Europäer, sage ich jetzt mal, nach Barcelona gekommen und haben wirklich Business Opportunities gesehen. Weil einfach der Spanier, ja, der kopiert halt lieber, als innovative Ideen selber auszuprobieren. Gut, ihre Kopie der amerikanischen Geschäftsidee hat offenbar funktioniert. Kultur und Kommerz. Auch Barcelona sucht nach der richtigen Dosis. Ich glaube, dass Barcelona die letzten Jahre etwas falsch gemacht hat. Die Regierung hat nicht gesehen, dass die Kultur, die Barcelona hatte, wichtig ist. Sie haben sich nur um eins gekümmert. Um das hier. Es ging immer nur ums Geld machen, nicht um die Kultur. Aber es gab doch auch eine Zeit, als viele Deutsche hergekommen sind. Das ist immer noch so. Viele Deutsche kommen nach Barcelona. Warum? Warum? Sonne. Sonne ist doch nicht alles. Ich glaube, Wetter. Aber Sonne gibt's doch auch in Rom. Ich glaube, dass Barcelona eine Stadt ist, die Berlin ziemlich ähnlich ist. Aber mit Sonne und Strand. Und du kennst einen Deutschen hier? Wer ist das? Max ist sowas wie mein Arbeitskollege. Ich produziere Musik mit ihm. Max ist interessant, er kommt aus München. Er ist ein Wissenschaftler und er hat ein Doppelleben. Wissenschaftler tagsüber und nachts ist er DJ. Max arbeitet in einem Krankenhaus. Als Doktorand verbringt er seine Tage im Labor. Max, woran arbeitest du denn hier im Labor? Wir befinden uns hier in einem Labor, in einem Krankenhaus für Onkologie. Und hier arbeiten viele Biologen daran, um die Mechanismen von Krebs auf molekularer Ebene zu erforschen. Ach so, also du bist ein Krebsforscher. Ja, fast. Ja. Ich habe in Deutschland an der TU München Biologie studiert, bin dann nach Frankreich, nach Lyon und nach Genf in die Schweiz und habe dann weitergemacht mit der Doktorarbeit hier in Spanien, in Barcelona. Und wie ist es hier als Forscher zu arbeiten? Wie ist dein Chef hier? Ist der streng oder ist das eher so ein lockerer Spanier? Wie man ihn sich vorstellt. Ab einem bestimmten Niveau der Forschung ist es überall gleich und Chefs sind Chefs und wollen, dass die Studenten richtig viel arbeiten. Nivell heißt Niveau auf Niveau, oder? Spanisch. Hab ich Nivell gesagt? Ja. Eieiei. Wie lange bist du schon hier? 5 Jahre. Wann bist du nach Barcelona gekommen und warum? Ich bin ungefähr Ende 2007 nach Barcelona gekommen zum Studieren. Und bin hier geblieben, weil ich einen sehr guten Doktorvater gefunden habe. Bin jetzt im 4. Jahr der Doktorarbeit. Du kamst hierher ohne Sprachkenntnisse, oder? Genau, ja. Genau. Und wie hast du das dann gelernt? Wie hast du das gemacht? Es gibt kostenlose Sprachkurse für Katalan. Und habe mir gedacht, das
ist kostenlos, mache ich. Aber Katalan ist ja nicht Spanisch. Nee, Katalan ist eine andere Sprache. Es ist ungefähr zwischen Französisch und Spanisch. Aber man kann auch Französisch sprechen und Spanisch aussprechen, hat man Katalan so ungefähr. Ich glaube, ich habe noch nie einen Deutschen getroffen, der Katalan spricht. Doch, Daniel Brühl. Aha. Daniel Brühl ist halber Katalane. Okay. Ja. Und dein Bruder im Geiste. Und haben sich denn die Leute am Anfang gewundert, dass du Katalan sprichst? Stell dir vor, ein Chinesisch spricht perfekt Berlinerisch. Das fällt auch auf, oder? Du bist ja längst nicht der einzige Deutsche, der hier lebt. Nee. Sind ja ganz viele Leute sind hergekommen. Was findet man denn hier? Was ist denn hier besser als in Deutschland? Das Wetter ist besser. Und das war's schon. Nee, ich meine, für Wissenschaft gab es sehr viele gute neue Institute und neue Möglichkeiten, um gute Forschung zu betreiben. Also Wissenschaft ist toll hier. Und wie ist es so mit dem Rest vom Leben? Oder bist du den ganzen Tag nur im Labor? Ja. Ja? Ja, eigentlich schon, ja. Also Wochentag so 10 Stunden, 11 Stunden und am Wochenende nochmal 4, 5 Stunden pro Tag. Krass. Ja. Aber da ist dann die 3-stündige Mittagspause mit drin. Nee, eine Stunde höchstens. Ja. Okay. Das ist ja schon viel. Also ja, ist es mehr, sehr viel, als du in Deutschland arbeiten würdest? Ich weiß nicht. Ich glaube, wenn man Doktorarbeit macht, arbeitet jeder viel. Ja. Bekommt man nicht geschenkt. Und was machst du dann abends? Nach Hause gehen und Musik machen. Und was für Musik? Also spielst du Gitarre oder was machst du? Nein, ich bin DJ und Produzent. Okay. Und wir machen eigentlich alles Mögliche, was uns Spaß macht. Ob es House, Hip-Hop, Funk, Dub. Kann man dich hier irgendwo auftreten sehen oder wie? Ja, heute Abend im Apollo. Wirklich? Ja. Der Apollo, was ist das für ein Club? Das ist ein altes Theater. Das ist heute Abend eine große Party. Und da legst du auf? Ja, mit Andi. Wie ist denn ansonsten so das Leben in Barcelona? Also du würdest jetzt nicht irgendwie sagen, es ist hier alles so entspannt und alles ist so viel lockerer als in Deutschland, sondern... Barcelona ist eine sehr gefährliche Stadt, weil man sehr leicht in den Sog des Partylebens gezogen wird. Und man sieht Leute, die hier tagelang Party machen, betrunken am Strand. Das gibt's gefährlich. Ja? Aber da besteht bei dir ja nicht die Gefahr. Ja, es hat sich auch mit der Zeit geändert. Vor 5 Jahren, als die Krise noch nicht war, da war alles viel entspannter. Ich meine, man geht halt ein bisschen weniger weg, kocht öfter zu Hause, als in Restaurants zu gehen. Die meisten jungen Studenten wollen nach ihrem Abschluss das Land verlassen, um entweder nach Deutschland, Frankreich, England oder USA zu gehen. Aber was willst du? Würdest du hier bleiben wollen? Oder? Nein. Warum nicht? 5 Jahre sind genug. Irgendwie hängt dein Herz nicht so richtig in Barcelona, oder? Ja, meine Frau ist aus Peru, aus Lima. Sie war meine Nachbarin. Ich habe sie eingeladen zum Essen. Und sie wohnt gerade in Lima. Und deswegen werden wir uns eine gemeinsame Zukunft suchen irgendwo. Und wenn du jetzt wirklich so eine große Barcelona-Kritik abgeben sollst, also wenn dich jetzt irgendwie deine Mutter fragt, wie war es denn jetzt in Barcelona oder so, Ja. was sagst du dann? Mami, ich bin hier zum Mann geworden. Warum das? Ja, Frau gefunden, geheiratet, Doktor geworden. Das reicht, glaube ich, schon. Max, bis heute Abend. Bis bald. Ciao, viel Spaß. Dankeschön. Bis später. Ciao.